Ja, schöne Grüße aus Sachsen hier. Ich bin hier bei Custom Reels bei Frank. Viele kennen ihn ja vielleicht. Er hat mich hier eingeladen zum Teamtreffen von seinen ganzen Jungs, die ihn jetzt über Jahre beglitten haben bei der ganzen Geschichte. Und ich bin mega stolz, hier bei sein zu dürfen, weil Frank hat mir was richtig Geiles fertig gemacht. Aber dazu komme ich später mal. Auf jeden Fall habe ich Frank mal ein paar Fragen zu stellen, weil ich immer wieder bei Facebook irgendwas liest, dass viele Leute sich beschweren, dauert zu lange, was ist da los, man kriegt keine Antworten. Und da wollte ich der Sache einfach mal auf den Grund gehen und Frank einfach mal ein paar Fragen stellen, wieso, weshalb, warum. Genau. Frank, warum dauert das so lange? Ich musste auch 3 Monate auf meine Rollen warten. Ja, warum dauert das so lange? Hauptproblem oder Hauptargument ist eigentlich nur die lange Arbeitszeit. Ja, der große Aufwand, den ich betreibe mit jeder Rolle selber. Bei mir wird nichts husch-husch gemacht oder es gibt einen geregelten Ablauf mit jeder Wartung. Es wird eine Endkontrolle durchgeführt nach bestmöglichen Bedingungen, die ich habe. Und dadurch kommen einfach diese langen Wartezeiten zustande. Ich muss teilweise Rollen 2-3 Mal öffnen, bis ich sie wirklich verschicken kann. Und da bin ich schon mal locker flockig bei 1 bis 2 Stunden für teilweise eine Rolle, die wirklich hart am Fisch ist, dabei. Ja, und ich habe ja eben mitbekommen, alleine jetzt bei der Geschichte, bei der Rolle, die du für mich fertig gemacht hast, die Arbeitsschritte bei der Lackierung, das ist ja, das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Ne? Das ist ja wirklich Abschleifen, Füllern, Grundieren und alles und mehrere Lackschichten. Ja. Weil du bist ja wirklich, was die Lacksachen angeht, wenn du jetzt nicht die Mattlacke nimmst, was ja die große Mode ist, du bist ja jetzt auch ein bisschen umgestiegen auf ein bisschen Nobelhobel, würde ich mal so sagen, wirklich auf Autolacke umgestiegen, die ja wirklich asig viel Zeit in Anspruch nehmen. Ja, ne? Richtig. Ja, das sind 2K-Lacke. Die am Anfang war einfach wo wir vor 4 oder 5 Jahren, glaube ich, die ersten Rollen so offiziell lackiert haben, die wir danach gepostet hatten, gerade mit dem Tom Wojdig von TTB. Das war mit einer der ersten eigentlich, der Pioniere. Ja, kann mich noch daran erinnern. Ja. Mit den Emblemen. Ja, das war einfach Standard schwarz-matt und dann ist dieser ganze Hype, sage ich mal, entstanden. Und jetzt ist man an dem Punkt, wo der Kunde nicht nur einfach mehr schwarz haben will, sondern er will wirklich das Individuelle mit, wie es bei dir dann ist, wie wir es dann mal sehen, entweder mit einem Logo drauf oder wir können die Beschriftung wiederherstellen. Und das sind so Arbeitsschritte, die teilweise mehrere Arbeitsschritte auch im Lackiermodus beansprucht. Ne? Also ich kann da nicht bloß den Basislack spritzen, das schwarz-matt, ich bin fertig, sondern ich muss dann füllern, ich muss schleifen, ich muss grundieren, ich muss gucken, muss ich nochmal nachschleifen und deswegen, das sehen halt viele nicht. Ne? Viele denken, man nimmt das mit so einer Art Spraydose, wie es im Baumarkt gibt, man geht da drüber und packt das ein, schickt das weg, aber das ist ja gar nicht unsere Arbeit oder meine Arbeit, die wir machen. Ja, einer Hauptknackpunkt ist ja manchmal auch Ersatzteile. Ne? Da ist manchmal auch, da hapert das ja auch manchmal, was ja nicht jetzt an dir im Prinzip scheitert, das ist ja meistens von den Herstellern. Ne? Ja. Oder eben halt insbesondere, wenn du alte Rollen kriegst, dann, wenn ich das richtig verstanden habe, suchst du ja auch manchmal und kaufst alte Modelle ja auf, dass du die als Ersatzteillager für die Kunden im Prinzip nutzen kannst. Ja. Ne? Ja. Mache ich sehr viel. Also für mich ist es wichtig, eine Rolle nicht einfach jetzt Ersatzteile auszutauschen, sondern wirklich das, was vorhanden ist, zu reparieren, damit der Kunde am Ende auch, sage ich mal, Kosten einspart. Ne? Ich meine, die großen Firmen, die es machen, Shimano und Daiwa, die wechseln Teile aus und dann wird das wieder weggeschickt, dann funktioniert das trotzdem nicht etc. teilweise. Und ich versuche das, was vorhanden ist, erstmal zu reparieren. Gibt es gewisse Teile nicht mehr, gucke ich in meiner Schatzkiste, ob ich gewisse Sachen habe, um das halt wirklich für den Kunden mundgerecht wieder fertig zu bekommen. Ne? Und das sind halt so Sachen, die der Kunde dahinter nicht sieht, dass sich jemand wirklich Mühe macht und nicht auch über diese Wartungsöffnung wartet, sage ich mal, wie es bei Shimano der Fall ist, wo man ja nur über diese Seitenschraube, ich habe ja da schon öfters Bilder mal gepostet, wie das dann aussehen kann, sondern es wird wirklich komplett zerlegt, gereinigt und dann funktioniert die Sache eigentlich auch. Okay, gut. Aber mal eine Frage, was ich gelesen habe bei Facebook, du wirst dich jetzt vergrößern, weil du der Nachfrage nicht mehr nachkommst. Das heißt, du bist jetzt an eine Kapazität angekommen bei dir, dass du jetzt für dich irgendwie sagst, ich muss jetzt größere Räumlichkeiten haben, um die Wartungsgeschichten, Lackierungsgeschichten schneller abarbeiten zu können. Du bist zurzeit noch Einzelkämpfer, ne? Komplett. Also ich mache von A bis Z alles alleine. Ich habe 2, 3 Freunde, die mir teilweise helfen, wenn es die Zeit hergibt, aber grundsätzlich... Und die kochen können, das habe ich gemerkt. Und die kochen können, genau. Geil. Wirklich alles alleine, vom Auftragseingang, Bearbeitung, Ersatzteilbestellung, dann kommen die ganzen Bestellungen dazwischen aus dem Shop noch, was ich selber verpacke, kontrolliere. Ja,
Also das ist... Und meine Frage, wie bist du allgemein für dich auf die Idee gekommen, das überhaupt zu machen? Weil es gab es ja, Custom gibt es ja auch in England. Richtig, ja. Ne? Und eben halt gab es in Deutschland ja nicht. Und ich kriege das ja mit, dass selbst englische Leute dich anschreiben oder Franzosen dich und du mit Bruno in Frankreich zusammenarbeitest und mit anderen Leuten. Das ist ja von heute auf morgen, das ist ja so explodiert. Gibt ja eigentlich keinen Weg mehr dran vorbei, wenn man irgendwas haben will. Ob die Teflon-Scheiben, ob die Clips sind für die Schnurclips und so, hast du ja alles schon im Repertoire. Ne? Ja. Es gibt keinen Weg zurück mehr jetzt, kann man so sagen. Jetzt geht es immer weiter. Ja, ich habe jetzt erst die ersten Teile so in der Hand gehabt, die ich wirklich selber gefertigt habe bei mir an der Drehbank. Die ersten Line-Clips, die ersten Griffumbauten. Und wenn man sich das jetzt anguckt in den 3 Jahren, wie schnell das gewachsen ist, auch in dem Volumen, was man jetzt anbieten kann, dann, ich weiß es im Moment nicht, wo es noch hingehen soll, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen auch jetzt der nächste Schritt, dass ich mich vergrößere. Deswegen gibt es jetzt auch bis Ende Juni erstmal keine Auftragsannahme. Das, was jetzt da ist, wird abgearbeitet, dann wird umgebaut, dann wird vergrößert, dann werden bei mir in der Firma spezielle Regionen angelegt, was Wartung ist, was Lackierung ist, wo verpackt wird etc. Das ist im Moment noch etwas chaotisch, ne, weil ich auch nicht jetzt diese Größe habe. Und ich denke mal, dann soll das schon alles geregelter und auch noch schneller ablaufen. Ich weiß, wir hängen hinterher, aber die Qualität am Ende überzeugt, ne? Das muss man das ist die Hauptsache, das muss man mal ehrlich sich vor Augen halten. Darum geht es ja auch. Ne? Der Kunde bezahlt ja für eine Dienstleistung, die ja sozusagen einmalig ist. Ne? Insbesondere was die Lackierungs- oder das Custom allgemein angeht. Richtig, Eben halt, du hast ja bei mir gesehen, ob du mir die Griffe gelasert hast und was alles, finde ich mega geil. Kommen wir auch nochmal gleich, werde ich mal euch zeigen. Also Frank hat sich da echt selbst übertroffen, sind besser geworden, wie ich gedacht habe. Mega geil, ein bisschen so auf SS 3000 Style, also da kam so ein bisschen die künstlerische Ader raus bei Frank, also muss ich schon sagen. Sind auch richtig klasse Rollen geworden, also das kann man ruhig so sagen. Ich würde behaupten, sogar aktuell auch das Meisterstück, kann ich ruhig so sagen. Also da habe ich mich schon wirklich reingehangen, weil ich mache das wirklich dann mit Leib und Seele. Ich will dann nicht nur einfach, wir machen jetzt die Komponente, machen wir so, den Heckdeckel lackieren wir einfach und ich versuche da schon so wirklich was Individuelles für jeden Kunden reinzubringen. Die Kunden sagen mir, was sie sich wünschen, welche Farbrichtung, ob glänzend, Seiten, matt, mit einem Logo, ohne Logo und dann versuche ich das schon zu einem Puzzle zusammenzufügen. Bei dir weiß ich noch, du hast gesagt, mach einfach schwarz. Das sind so die liebsten Kunden, die ich habe, muss ich ehrlich sagen. Mach einfach schwarz und ich denke mal, da haben wir wirklich was Geiles draus gemacht. Ja, natürlich. Wir beide sind ja eigentlich in Berührung gekommen damals durch den letzten Masterclass-Dreh, weil ich mir bei dir Spulenköpfe geholt habe. Genau, für die Tournaments. Richtig. Und ich muss sagen, ist eine geile Geschichte. Ich habe da echt viel Schnur drauf bekommen, habe sie auch eigentlich durchgehend im Gebrauch, insbesondere wenn ich jetzt auf Long Distance fische und so. Ist eine coole Geschichte, müsst ihr mal auf der Seite bei ihm vorbeigucken. Affengeil, er hat da auch noch andere Spulenköpfe im Programm, ob für die 6000er und für die Basia und es funktioniert alles einwandfrei, die kann man ohne Probleme rausstecken. Er hat noch Plättchen dafür, dass du es einstellen kannst mit der Bremse, absolut geil, mega. Aber kommen wir mal, guck mal hier, da hat er mir verheimlicht jetzt das ganze Wochenende. Da hat er hier so einen Spulenkopf eben rausgepult, der hat so ganz geile Aufkleber gemacht, neue. Ja, das sind halt solche Sachen, ne, wo man dann da sitzt, wie kann man das noch stylischer gestalten, Logo. Was kann man noch besser machen und deswegen jetzt auch für oben in dem Ring drin da die Sticker dazu. Ja, ist cool. Aber wir kommen jetzt mal zu der Rolle. Ich habe auch eigentlich gedacht, wenn Frank die Rollen dann auspackt bei sich, wo ich sie rübergeschickt habe, dass er mich sofort überlöscht, sperrt und blockiert, weil die waren so runtergerockt. Ja, da gibt es Schlimmeres. Ja, da sind die guten Stücke. Ihr denkt jetzt alle, jetzt dreht der Brocke völlig durch, aber nein, das ist so ein kleiner Jugendtraum, eben halt so eine Ausrüstung zu haben, nur für richtig schick. Da habe ich Lust drauf, muss ich ehrlich gestehen. Und eben halt über England damals mit den Custom Reels oder so, das war für mich nicht erreichbar. Und deswegen ist es mega geil, dass eben halt in Deutschland sowas angeboten wird durch Frank. Und Frank hat jetzt einer meiner kleinen Träume wahr gemacht und hat dann noch eben halt richtig geile Gimmicks eingebaut, wie du hast die Möglichkeit zu lasern und nicht nur Holz, sondern auch Metall und Plastik. Ne? Du kannst alles lasern. Das Holz können wir bei mir in der Werkstatt lasern. Alles was anderes ist, wenn jemand seine Spule belasert haben möchte oder andere Sachen, auch die Heckdeckel hat man schon mal gelasert mit einem japanischen Zeichen bei einer älteren Emblem, also das können wir alles umsetzen. Das ist also eben halt was hier eben halt der absolute Gimmick ist, eben halt der Lack, weil es ist ja eben halt von der alten Diver SS 3000.
Dann kommt dazu eben halt der gelaserte Griff mit dem Corda-Logo, was ich mega cool finde, werden auch bestimmt die ganzen Teamkollegen geil finden. Die werden alle auf dich zurückkommen, das weiß ich jetzt schon. Okay. Und eben, wo ihr mich natürlich ein bisschen verarscht habt mit der Unterschrift, ey, Benefizgeschichte, ey, schick mal schnell eine Unterschrift rüber, wir wollen da was versteigern. Hat Frank die Möglichkeit eben halt, ja, sowas hier zu machen. Absolut geil, im Prinzip was sehr Persönliches, eine Unterschrift von mir drauf, was ich nicht wusste, damit hat er mich überrascht, hat mich auch mega gefreut, dass es überhaupt möglich ist. Was für ein Verfahren ist das, wenn ich dich mal fragen darf? Verrätst du das ein bisschen? Ja, ist kein Geheimnis, kann ich ruhig verraten. Wir haben die Möglichkeit, auf extrem dünnen Wasserschiebefolien zu drucken. Die sind teilweise transparent, auch farblich möglich, aber das ist dann so eine grafische Geschichte, wo ich mit einem Grafiker in Österreich zusammenarbeite, beim Chris. Nochmal vielen Dank dafür, das muss auch erwähnt sein. Der hilft mir dabei immer sehr schnell. Das war wirklich eine ganz knappe Nummer bei dir. Also ich weiß noch, Paschi freitags angerufen, ja Mensch, ich brauche da bitte eine Unterschrift. Zack, ich hatte die Unterschrift und dann sofort Chris kontaktiert, bitte bis Samstag früh, weil wir Samstag lackieren mussten, weil alles vorbereitet war. Und deswegen wird dann diese Unterschrift von dir wird dann auf diese Wasserschiebefolie gedruckt, wird dann auf den Body aufgebracht und dann wird das mit Klarlack überlackiert und dann ist es halt so. Also es ist ja nicht nur eine Unterschrift, es sind ja auch viele andere Motive möglich. Ne? Ja, wie an der Seite dieses Daiwat-Logo, sage ich mal, auf der anderen Seite dieser Basia-Schriftzug, ne, dass man wirklich wieder erkennt, es ist nicht einfach alles nur schwarz, wie jetzt die neuen Modelle rauskommen, ne? Die sind ja alle nur einfach schwarz, sondern wirklich das Individuelle. Ja, das ist mega. Dazu jetzt auch noch die neuen Routen, die jetzt hoffentlich einfach mal ankommen. Ne? Die haben ja immer so leichte Lieferschwierigkeiten, die Jungs da von der Insel. Aber vorher werde ich sie auch nicht fischen, bin ich ganz ehrlich. Die werden erst rausgeholt, wenn alles perfekt ist. Ja, Frank, ey. Mega geile Geschichte. Ich werde irgendwann früher oder später sowieso nochmal einen Post machen, wenn die Rolle so ist, wie sie sein soll. Werde ich auch nochmal geile Bilder dir rüber schicken und wenn sie auch im Einsatz ist. Auf jeden Fall finde ich das, was du für Arbeit geleistet hast in den letzten Jahren und wie sich das entwickelt hat, mega geil. Auch dein Service, ich kann mich nicht beschweren, auch wenn man natürlich oft immer negative Kritik liest bei Facebook, da sind die Social Media Geschichten natürlich immer richtig schnell, weißt du, aber ohne Hintergründe zu wissen, finde ich das immer sehr schade. Anstatt eben halt mal eine E-Mail zu schreiben, wieso, weshalb, warum, und du bist ja auch gewählt, immer schnellstmöglich zu antworten. Ich gebe mir immer Mühe, ne? Man schafft das nicht in den nächsten 10 Minuten. Ich habe keine Büroangestellte oder ähnliche, die das dann in den Firmen übernehmen, sage ich mal, sondern das bringt mir nichts, wenn ich jetzt jemanden einstelle, der im Büro sitzt, der überhaupt den Zusammenhang mit einer Wartungsgeschichte oder dieser Customizing-Geschichte gar nicht im Hintergrund hat. Ne? Also das muss ich alles selber machen, es geht im Moment einfach nicht anders. Und deswegen kommt halt diese längere Wartezeit dazu und das versuchen wir nach dem Umbauen, wo das dann alles anders ablaufen wird, einfach zu umgehen und da fangen wir dann neu an und dann bin ich mir auch ziemlich sicher, wird jeder noch schneller bedient. Ich bin gespannt. Frank könnt ihr auch auf einigen Messen sehen in Deutschland. Ich glaube in Wallau, glaube ich. Wallau versuchen wir, Österreich eventuell, Vösendorf-Pyramide und natürlich Zwolle wieder. Ja klar, guck mal. Auf jeden Fall lohnt sich ein Besuch bei Frank, der hat wirklich mega geile Gimmicks dabei. Und die Messesaison wird kommen und bis dahin wird auch noch eine Menge passieren. Davon gehe ich stark aus, weil ich durfte hier beim Teamtreffen eben halt beiwohnen. Und wir werden uns bestimmt noch mal wieder treffen, auch so. Das hat mega viel Spaß gebracht und ich kann euch eins verraten, der ist sogar noch zwischendurch von hier aus losgefahren und hat noch gearbeitet. Ne? Wir haben hier geangelt und haben uns die Sonne auf den Arsch scheinen lassen und der muss nach Hause fahren und Pakete packen. Nur mal so zur Information. Ja, ich danke dir dafür, für das recht offene Interview. Ja. Geile Geschichte und wir werden uns auf jeden Fall wiedersehen, Frank. Machen wir.